Leute, also, wir gehen jetzt da hoch, ein bisschen Serpentinen ballern und dann geht's ab. Es wird mal wieder Zeit für ein neues Abenteuer. Und weil ich für den kommenden Sommer eine große Bikepacking-Tour geplant habe, sollte ich diese Art zu reisen so langsam mal im Kleinen ausprobieren. Im April hat meine Familie einen gemeinsamen Urlaub in Kiefersfelden geplant. Und das war genau der richtige Anlass für eine Tour. Gemeinsam mit Marie habe ich mich auf den Weg gemacht. In 4 Tagen von Ulm nach Kiefersfelden. Kommt mit auf unser Mikroabenteuer Bikepacking quer durch Süddeutschland. Wir suchen eine Mutter. Ah, da wäre eine. Ah, jetzt. Falsche Mutter. Falsche Mutter. Wenn der Trip schon so anfängt, hätte uns eigentlich klar sein müssen, dass die ganze Aktion ziemlich chaotisch wird. Normalerweise bin ich immer relativ gut auf meine Touren vorbereitet. Aber wir sind ja in Deutschland und es sind nur 4 Tage. Was soll schon schief gehen? Dachte ich. Wir sind gestartet auf unsere Bikepacking-Tour nach Kiefersfelden. Da vorne seht ihr Marie schon fahren. Marie ist mit dem Gravel unterwegs. Die ist natürlich um einiges schneller als ich. Ich habe mein Mountainbike dabei. Der Plan ist es, von Ulm nach Kiefersfelden zu fahren. Das Ganze so in 4-5 Tagen. Wir haben ungefähr 2.500 Höhenmeter vor uns. Das Zelt dabei, die Schlafsäcke und schauen mal, wo uns die Reise hinführt. Guck da nicht so rein, wir machen natürlich. Yes, 50 Kilometer. Wir haben bestes Wetter. Es ist kurz nach 3. Haben noch ungefähr 50 Kilometer vor uns. So 100 Kilometer sind das Ziel heute. Ich glaube, mir wird gerade erst so richtig klar, was wir uns da eigentlich antun werden die nächsten paar Tage. Hier kommen immer mal wieder so kleine Hügel. Keine Berge, Hügel. Und es ist so anstrengend. Aber egal, wir haben jetzt 65 Kilometer. Bei 70 haben wir gesagt, machen wir noch mal eine kleine Snackpause. Und dann reißen wir nachher noch die letzten 30 ab. ...70 Kilometer sind auf der Uhr. Wir haben den perfekten Platz für eine Pause gefunden. Und das Allergeilste, schaut euch das an. Wir können hier die Füße in den Bach hängen. Obwohl es das erste Mal ist, dass ich so eine Tour mache, kann ich schon nach dem ersten Tag sagen, dass es genau meinen Geschmack trifft. Man ist draußen in der Natur, hat Bewegung und die Freiheit, genau das zu machen, auf das man Lust hat. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Schlafplatz. Da vorne kommt auch gleich ein Ort, wo wir uns noch ein bisschen mit Lebensmitteln eindecken können. Ihr glaubt es nicht, schaut mal, wo ich bin. Wir waren gerade noch im Rewe 10 Minuten bevor er zugemacht hat und wollten uns einen Schlafplatz suchen. Hatten schon langsam keine Lust mehr, waren schon bei 100 Kilometer. Und vor dem Rewe haben uns Klaus und Kerstin angesprochen, die auch Bikepacking-Touren machen und uns einfach eingeladen. Und jetzt haben wir hier ein Bett, ein Bad und eine Küche und können unser Glück kaum fassen. Hier, Kerstin hat uns eingeladen und Klaus. Ja. Richtig, richtig lieb. Also so viel zu unserem Abenteuer-Camping-Trip. Hier kochen unsere Spaghetti. Marie hat die ganze Packung veganes Hackfleisch gemacht. Aber wir sind schon froh jetzt. Guten Morgen. Wir sind gestern wie tot ins Bett gefallen und haben echt geschlafen wie ein Stein. Uns geht's wie den Königen hier. Es gibt sogar selber gebackene Brötchen. Ich sag euch, es riecht so gut in dieser Küche. Boah, ist wieder richtig Bock, ehrlich gesagt, gell? Was? Yes, yes! Wir fahren es! Wir fahren es! Wir lassen jetzt noch ein bisschen Luft in die Reifen, haben alle unsere Wasservorräte aufgefüllt. Haben noch extra Öl auf die Kette bekommen, also wird ein Luxusurlaub für unsere Fahrräder auf jeden Fall. Öl ans Getriebe. Ciao! Hey, ciao, ciao!
wir fahren gerade weg von Kerstin und Klaus. Und ich muss sagen, es war einfach so nett. Die waren so cool. Das ist das, was es eigentlich ausmacht. Dass man beim Reisen solche Leute trifft, die einen einfach aufnehmen, obwohl sie einen nicht kennen. Also Kerstin, Klaus, wenn ihr das dann auf YouTube seht, vielen, vielen Dank nochmal. Schaut euch mal den schönen Boden an hier. Hier gehe ich doch gerade mal, Pippi. So, hier. Den schönen Wald versaut. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Wir haben knapp 20 Kilometer und machen die erste Essenspause. Ich zumindest, Marie hat keinen Hunger. Ich habe hier immer so einen Porridge-Mix dabei mit Haferflocken und allen möglichen Kernen, Samen, bisschen Trockenobst und Hafermilchpulver, bisschen Proteinpulver, dann kommt da Wasser dazu, dann quillt es schön und dann hat man wieder Energie für alles, was kommt. Two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Ach du heilige Scheiße! Safe eine gute Idee. Ja, ich glaube, da unten müssen wir schieben. Das wird richtig krank da vorne. Weiß ich auch nicht, ob der für Fahrräder gemacht ist. Da kommen, glaube ich, Treppen. Ja. Ja. Ja, schieben. We're gonna be two hearts running wild. Nicht setzt dreimal an und kann nicht wieder Wieder. Wir hatten trotz der körperlichen Anstrengung super viel Spaß. Wir liebten es, durch die saftig grüne Natur zu fahren, die Frühjahrssonne auf der Haut zu spüren und den Wind im Gesicht. Auf dem Fahrrad entdeckt man einfach mehr als im Auto. Man sieht Schmetterlinge, hört Vögel und ist einfach viel näher dran an der Natur. Wir sind 40 Kilometer geradelt, haben es heute ein bisschen gemütlicher angehen lassen, weil wir viele Steigungen hatten. Und jetzt gibt's Mittagessen oder eine kleine Jause, wie Marie sagen würde. Jausenbrot und Jausenwurst. So, Marie hat's richtig hingefetzt. Vor allem im Laufen, nicht mal beim Fahren. Ja, das ist ja das Problem. So, ich will mein Fahrrad jetzt in Szene setzen. Leute, ich fasse es nicht, was wir schon wieder für ein Glück haben. Hier steht so eine Hütte auf der Wiese mit diesem Bergpanorama. Wir haben kurz vor 8 und hier standen gerade noch 2 Camper. Und dann haben wir die gefragt, ob wir hier unser Zelt aufschlagen dürfen. Die waren gerade am Wegfahren und die haben gesagt, gar kein Problem. Und jetzt haben wir hier so eine riesen coole Hütte. Was? Da können wir morgen frühstücken, ganz chillig. Geil! Guck mal, wie schön. Geil! Das wird unser Frühstücksplatz hier. Mega! Alter, Marie, wir haben ein Trampolin. Ja! Wir haben Trampolin. Hält uns das?
Es ist für uns einfach unfassbar entspannend, wenn wir einfach irgendwo unser Zelt aufstellen können. Wir müssen nirgends ankommen und sind für so eine Möglichkeit, wo wir dann auch noch die Räder ins Trockene stellen können, natürlich echt dankbar. Größter Fail. Ja, also Ja, der geht auf mich. Können wir einmal sagen, dass es nicht meine Schuld ist? Ja, ich war nicht verballert wie sonst. Ja, folgendes, wir haben erst vergessen Teebeutel zu kaufen. Ist aber kein Problem, ich habe nämlich Brennnesseln und Fichtennadel gesammelt. Der wär richtig gut geworden. Hätte können. Wir haben auch einen Topf dabei, wir haben das Feuerzeug vergessen, aber hier sind tatsächlich sogar Streichhölzer. Ja, aber ich habe diesen kleinen Aufsatz, den man auf die Gasflasche berät, tatsächlich daheim liegen lassen, daheim vergessen. Und ohne den geht's nicht. Mann! Scheiße. Ja gut, ist nicht so wild. Wir haben jetzt halt heute Abend keinen Tee. Morgen früh den Porridge können wir auch kalt essen. Willst du auch noch ein Porridge? Guck, was machst du? Ich würde nur einen Apfel nehmen, einen halben. Ohne Porridge? Ja. Ja gut, dann machen wir jetzt halt ein kaltes Porridge. Ja, ist doch auch schön. Nee, wirklich, hätte mich gar nicht gefreut. Guten Morgen. Ich sehe ein bisschen zerstört aus. Ich habe aber eigentlich ganz gut geschlafen. Heute Morgen hat es ziemlich geregnet, jetzt ist es ganz gut, aber heute Mittag wird es, glaube ich, nochmal ziemlich regnen. Nachdem wir dann zusammengerödelt haben, ging es weiter über kleine Wege, durch Wälder und vorbei an Seen. Ja, komm da durch. Ja, ist ein bisschen schwierig, gell? Wenn man so einen fetten Arsch hat. Ah, souverän. Ja, aha. Souverän nenne ich das. Es hat geklappt. Okay, jetzt kommt noch mein Bike. Guck mal, wie süß sie da steht. Wir sind in Penzberg, waren jetzt gerade noch an der Tanke und jetzt geht's zu einem Bäcker, weil wir ja nicht kochen können und jetzt noch ein bisschen Proviant für heute und morgen kaufen. Und das Gute ist, wir fahren ja nach Kiefersfelden, weil meine Familie da zusammen Familienurlaub macht. Und natürlich sind meine Eltern auch schon auf dem Weg darunter. Und die sind gerade ganz in der Nähe, die kommen jetzt auch in die Bäckerei. Und dann können die uns alles abnehmen, was wir jetzt eh nicht kochen können. Hallo. Hey, wie witzig ist das? Hallo. Oder? Ja. Verrückt. Fühlt euch eigentlich das ist ganz geschickt, weil wir können das ganze Zeug, das wir nicht kochen können. Also ich dachte, ich habe Trinkhaltung. Es gibt ein zweites Frühstück. Ja, und dann hat mein Papa mal die Kamera übernommen. Okay, let's go. Da sind sie und bereiten sich vor. Wir wünschen euch eine gute Weiterfahrt und sehen euch morgen. Bye bye. Wir packen es wieder. Ciao. Ende die Marke. Los. Vorräte sind aufgefüllt, unser Kocher ist weg. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt wird richtig geballert. Yo, 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 check the floor. Wir cruisen jetzt durch Bad Tölzee. Ich sag's dir, das ist super. Also bei Maria hat schon alles ausgesetzt. Wir sind inzwischen auf dem Isarradweg. Maria und ich haben jetzt mal
Räder getauscht, weil ich einfach ziemlich am Ende war und Marie noch voll viel Energie hatte. Yo, 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 check the flow. Wir haben jetzt noch ein paar Kilometer und dann fängt der Achernpass an, der, glaube ich, ganz schön brutal wird. Mein Fazit, ob Mountainbike oder Gravel. Jetzt kommt gleich ein Berg. Natürlich, wenn es bergauf geht, ist das Gravel viel geiler. Liegt aber natürlich auch am ganzen Gepäck, das auf dem Mountainbike drauf ist. Vom Sitzkomfort und von der Haltung ist das Mountainbike unschlagbar im Vergleich zum Gravel. Und ich glaube, auf meiner langen Tour mache ich lieber, wenn ich platt bin, ein paar Pausen und habe dafür aber einen bequemeren Sitz als das, als dass die Geschwindigkeit zählt. Hui. Und nach dem kleinen Aufwärmtraining gerade ging der Struggle dann erst richtig los. Der Einstieg zum Achernpass, das wird jetzt eine ganz schöne Quälerei. Okay, es geht 24 Kilometer bergauf. Leute, also, wir gehen jetzt da hoch, ein bisschen Serpentinen ballern und dann geht's ab. Es wird richtig geballert. Also, das Wort ballern sage ich da ja viel zu oft. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. Leute, wir sind im Pass quasi oben, wir sind in Maurach und jetzt kommt gleich ein richtig kranker Abstieg. Seht ihr das? Das lasse ich jetzt safe im Zeitraffer abspielen. Hier hinten wollen wir das Zelt aufschlagen und hier gibt es jetzt erstmal Abendessen. Marie hat richtig Bock. Wir haben so Hunger, wir hatten auch kein Mittagessen. Wirklich ja fatal. Ja, wobei ich habe gesnackt. Schade. Alter, Gurke und Tomaten. Chillig. Ja, richtig geil. Schön in einer Hundekacktüte. Wir liegen im Bett. Es ist schon dunkel. Marie leuchtet mich gerade noch mit der Taschenlampe an. Licht, kein Licht. Es ist eigentlich erst 9 oder so, aber ja gut, was sollen wir jetzt machen, wenn es dunkel ist? Deshalb gehen wir jetzt demnächst schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Guten Morgen. Wir packen gerade zusammen. Es ist noch ein bisschen frisch, wie ihr an meinen Klamotten seht. Ich wollte euch aber noch kurz unseren Schlafplatz zeigen. Und zwar da hinten steht das Zelt. Wir sind hier ziemlich direkt am Radweg, um ehrlich zu sein. Also das war die Abfahrt hier von gestern. Genau, wir frühstücken jetzt hier am Tisch noch ein bisschen. Es gibt Porridge mit Apfel. Es ist einfach perfekt. Wir haben gutes, gesundes Frühstück. Wir haben Sonne. Wir haben diesen traumhaften Ausblick zum Frühstücken. Also wenn ihr mich fragt, ich brauche nicht mehr. Ich brauche kein 5-Sterne-Hotel. Ich brauche niemanden, der mir täglich mein Zimmer macht und putzt. Es ist perfekt. Oder Marie? Total. Nee, wirklich. Es braucht eigentlich nicht viel, wenn man weiß, was man schätzen sollte. So begann der letzte Tag unserer Reise. Ganz entspannt. Wir hatten nur noch 50 Kilometer vor uns und die gingen eigentlich immer komplett eben am Inn entlang. Aber das wäre ja zu einfach. Deshalb hatten wir ordentlich Gegenwind. ...300 Kilometer sind fast auf der Uhr. 16,9 verbleibend.
Dieser Gegenwind ist so zermürbend. Wir sind in Kiefersfelden angelangt. Jetzt müssen wir nur noch zu der Adresse von unserer Ferienwohnung. Und dann sind wir endlich da. Ich kann es euch nicht sagen, die letzten Kilometer waren so zum Kotzen. Das war unser Mikroabenteuer. Radreise von Ulm bis Kiefersfelden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch zeigen, dass man auch ohne viel Aufwand tolle Erlebnisse haben kann. Man muss nur los, raus in die Natur und die Dinge auf sich zukommen lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mit einem kostenlosen Abo helft, solche Touren öfters machen zu können. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, was für Infos ihr euch für die nächsten Videos wünscht und wie sie euch noch besser gefallen würden. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst es euch gut gehen, eure Flora.